Willkommen bei Konter 5. Heute nehmen wir uns den Begriff Simp vor. Woher kommt dieser Ausdruck? Was bedeutet er? Und, noch wichtiger, wie reagierst du darauf, ohne dich aus der Ruhe bringen zu lassen? Wir zeigen dir, wie du selbstbewusst und respektvoll konterst. Also, lass uns direkt loslegen. Simp. Das Wort hört man immer öfter. Aber was steckt eigentlich dahinter? Der Begriff Simp hat eine lange Geschichte. Ursprünglich war Simp eine Kurzform von Simpleton, einem abwertenden Begriff aus dem 19. Jahrhundert, der so viel wie Einfaltspinsel oder Dummkopf bedeutete. Dieser Begriff wurde verwendet, um jemanden zu beschreiben, der leichtgläubig oder naiv ist. In den 1920er Jahren tauchte der Begriff in der afroamerikanischen Kultur auf, insbesondere in der Blues- und Jazzmusik, wo er verwendet wurde, um Männer zu beschreiben, die zu viel für Frauen taten, ohne dass die Zuneigung erwidert wurde. Dieser Gebrauch des Begriffs war eine frühe Vorläufer dessen, wie das Wort heute verstanden wird. In den letzten Jahren hat sich die Bedeutung weiterentwickelt. Auf Plattformen wie TikTok und Twitter wird Simp heute oft als abwertender Begriff genutzt, um jemanden zu bezeichnen, der sich übermäßig um eine andere Person bemüht, meist um das andere Geschlecht, und dabei seine eigenen Interessen oder Würde vernachlässigt. Oft wird damit auch angedeutet, dass diese Person sich in einer unterwürfigen oder ungleichen Beziehung befindet. Obwohl der Begriff in vielen Kontexten scherzhaft gemeint ist, kann er dennoch verletzend sein. Aber keine Sorge, wir zeigen dir, wie du darauf reagieren kannst, ohne dich aus der Fassung bringen zu lassen. Manchmal ist es am besten, sich nicht auf das Niveau des Angreifers zu begeben. Ein friedlicher Konter kann Stärke und Gelassenheit zeigen. Wenn es mir wichtig ist, warum sollte ich es nicht zeigen? Diese Antwort zeigt, dass du deine eigenen Werte kennst und dich nicht von abwertenden Begriffen beeinflussen lässt. Sie funktioniert besonders gut, wenn du die Situation deeskalieren und Ruhe bewahren möchtest. Wenn du die Situation auflockern willst, kann Humor eine wunderbare Möglichkeit sein, die Oberhand zu behalten. Hier sind 3 humorvolle Konter, die du ausprobieren kannst. Tja, was soll ich sagen? Ich bin halt einfach ein Herzmensch. Na, besser als ein emotionsloser Roboter, oder? Ja, ich gebe zu. Ich mag Menschen einfach. Humor zeigt, dass du über der Sache stehst und dich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Perfekt für Situationen, in denen du die Stimmung heben möchtest. Manchmal reicht es, den Angreifer mit einer guten Portion Sarkasmus in die Schranken zu weisen. Hier sind 3 sarkastische Konter, die du verwenden kannst. Oh, Entschuldigung, dass ich dich mit meinen Gefühlen belästige. Tut mir leid, dass ich menschlich bin. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Wow, jemanden zu mögen ist wohl das Schlimmste, was man machen kann, oder? Sarkasmus kann effektiv sein, um den Angriff abzuschwächen und zu zeigen, dass dich der Vorwurf nicht wirklich trifft. Wenn die Situation es wirklich erfordert, kannst du auch härtere Geschütze auffahren. Hier sind 3 gemeine Konter, die du nur einsetzen solltest, wenn es wirklich nötig ist. Lieber ein Simp als jemand, der zu feige ist, um zu zeigen, was er fühlt. Tja, besser als jemand, der nie den Mut hat, seine Gefühle zu zeigen. Es braucht Mut zu fühlen. Du solltest es mal versuchen. Gemeine Konter sollten nur dann eingesetzt werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Sei dir bewusst, dass diese Art von Reaktionen die Situation verschärfen kann. Und schließlich, der extrem fiese Konter. Dies ist die schärfste Waffe in deinem Arsenal. Setze sie nur dann ein, wenn es wirklich keine Wahl gibt. Ich wäre lieber ein Simp als so emotional abgestumpft wie du. Fiese Konter können ernsthafte Schäden anrichten und sollten nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Sie hinterlassen oft tiefe Wunden, die schwer zu heilen sind. Am Ende des Tages geht es nicht nur darum, wie schlagfertig du bist, sondern auch darum, wie du diese Fähigkeiten einsetzt. Schlagfertigkeit kann dir helfen, dein Selbstbewusstsein zu stärken und dich in schwierigen Situationen zu behaupten. Aber es geht auch darum, anderen mit Respekt zu begegnen. Nutze deine Konter, um Konflikte zu lösen, nicht um sie zu eskalieren. Humor, Sarkasmus und sogar gemeine Konter haben ihren Platz. Aber wähle mit Bedacht,
wann und wie du sie einsetzt. Denk daran, ein echter Gewinner ist jemand, der nicht nur verbal stark ist, sondern auch in der Lage, Respekt und Würde zu zeigen, selbst wenn er provoziert wird. Also, sei schlau, sei respektvoll und bleib immer du selbst. Und vergiss nicht, wenn du mehr schlagfertige Tipps und Tricks willst, abonnier den Kanal und lass uns in den Kommentaren wissen, wie du reagierst. Bis zum nächsten Mal.